Sun is Sun. Ein interessanter Tipp: Altbrotrecycling. Werft altes, trockenes Brot nicht weg. Das kann man wunderbar recyceln, sofern es nicht schimmelig ist. Das bindet die Feuchtigkeit sehr gut, das neue Brot bleibt länger frisch und erhält zusätzlich feine Röstaromen. Außerdem ist es besonders nachhaltig. Einfach mit warmem Wasser übergießen und ca. 2 Stunden oder über Nacht einweichen. Danach etwas zerdrücken. Diese Masse vermengt man dann in den Hauptteig. Nachdem diese Masse bereits sehr viel Wasser bindet, muss man die Wassermenge vom Hauptteig anpassen und weitaus weniger oder sogar gar keines mehr in den Hauptteig geben. Jetzt haben wir da einen wunderschönen Sauer. Da sieht man schon, wie die Blubberblasen raufgekommen sind. Statt dem zusätzlichen Wasser nehme ich jetzt mein aufgeweichtes Recyclingbrot. Da waren an für sich reichlich Flüssigkeit noch drinnen. Dann kommt das restliche Mehl. Und jetzt kommen dann die Gewürze rein. Ich gebe die Gewürze immer erst zum Schluss oben drauf, weil das Salz kann sein, dass es ein bisschen den Sauer beschädigt, wenn man das direkt drauf gibt. Sicher ist sicher. Bei der Menge nehme ich dann 3 Kaffeelöffel Salz. Dann haben wir noch ein Brotgewürz, ganz Standard, die klassische geschrotete Variante. Da ist Kümmel drin, da ist Anis drin. So, und verschiedene andere Sachen, Koriander noch. Dann nehme ich 2 große Esslöffel, weil ich will ein schönes Gewürzbrot haben. Und einen schönen großen Esslöffel zusätzlich Kümmel, weil ich habe gern viel Kümmel drinnen im Brot. Und jetzt schauen wir, dass wir das leicht durchkneten. Schauen, dass wir nicht zu viel kneten, weil das ist kein Weizenteig, das ist ein Roggenteig und der sollte an und für sich nicht so viel geknetet werden. Den kann man ruhig auch mit einem Löffel durchmischen. Ist ein bisschen härter. Ich versuche das einfach mit langsamer Gangart leicht zu mischen, damit ich weniger Arbeit habe. Ich mische dann immer noch von außen das hinein. Damit das so schnell wie möglich gut durchgemischt ist, ohne dass der Teig zu viel durchgeknetet wird. So, für den letzten Teil nutze ich dann gerne die Handschuhe. Muss man nicht. Ich spare sich heute mal 2 Minuten länger hinwaschen. Das kann doch etwas klebrig sein. So, jetzt geht wieder mal ein bisschen Mehl drauf. Jetzt gehen wir mal die Unterlage verwende ich einfach nur die Küchenplatte. Und ja, irgendwas, verschiedene Bockunterlagen oder Holzbretter. Bisschen schwerer zum Reinigen als so eine Küchenplatte. So, das wird eigentlich schon recht einen kompakten Teig. Ich knete das noch einmal vorsichtig ein bisschen durch. Schön mit dem Handballen ein bisschen reindrücken. Wie gesagt, das ist kein Weizenteig. Da muss man jetzt nicht so viel Stunden für die Kraft vorauskriegen. So, und wenn ich jetzt ein kompaktes Kugel habe, dann nehme ich den Werkkörper. Wieder ein bisschen Mehl hinein. Und schauen, dass genug drinnen ist. Damit es nicht einpickt dann. Jetzt drücken wir das Werkkörper rein. Und dann lasse ich es noch kurz gehen. So, und so schnell ist die Arbeitsplatte dann auch schon wieder sauber.
Den Teig lassen wir jetzt im Gärkörbchen 2 bis 4 Stunden gehen. Nachdem es bei mir gerade 25 Grad hat und der Sauerteig auch sehr aktiv ist, reichen 2 Stunden voll auf. Nun sieht man, dass der Teig sichtbar aufgegangen ist und schon sehr schöne Risse bekommt. Jetzt ist es höchste Zeit für den Backofen. Wenn man das Brot zu lange gehen lässt, wird es zu sauer und der Teig kann beim Umstürzen auch wieder in sich zusammenfallen. Ich habe das Backrohr bereits vor einer halben Stunde auf 250 Grad mit Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Jetzt gebe ich ein Backpapier auf den Gitterrost und stürze den Teig drauf. Nun heißes Wasser in eine feuerfeste Schüssel, damit viel Dampf im Backraum herrscht. Das verhindert, dass die Kruste zu schnell hart wird und der Teig nicht mehr voll aufgehen kann. Aus demselben Grund besprühe ich das Brot noch ganz vorsichtig mit etwas Wasser. So, und jetzt ab in den Ofen. Ich stelle die Zeit auf 15 Minuten ein. Jetzt sieht man in der Zeitrafferaufnahme, dass das Brot in den ersten 15 Minuten stark aufgeht. Danach reduziere ich die Temperatur auf 200 Grad und lasse das Brot 40 Minuten weiter backen. Nach 40 Minuten nehmen wir es raus und machen den Klopf- und Stäbchentest. Wenn das Brot schön hohl klingt, ist das schon einmal ein gutes Zeichen. Jetzt noch den Stäbchentest. Man sticht tief in das Brot und kontrolliert, ob dann noch Teig am Stäbchen klebt. So, einmal und noch einmal. Ja, ein wenig ist noch zu sehen. Also gebe ich es noch ein paar Minuten ins heiße Backrohr. So, das ist das Meisterwerk. Jetzt ist es noch etwas knuspriger. Wie gesagt, wer gerne diese harte Kruste behält, lässt es jetzt einfach so liegen und wartet, bis es ausgekühlt ist. Wenn es ausgekühlt ist, kann man es anschneiden und frisch verspeisen. Jetzt so richtig heiß will ich es nicht aufschneiden, da wird wahrscheinlich nur das Messer verkleben. Wer etwas zahnschonender möchte, dass die Rinde wieder weich wird, der backt das Ganze in den Baumwolltuch. Ich verwende hier zum Beispiel 100% Baumwolle, eines meiner Poloshirts, das meine Frau einmal zu heiß gewaschen hat. Und wickle das jetzt ein und lasse es hier über Nacht auskühlen. Es ist natürlich im Brot noch viel Feuchtigkeit drinnen. Diese Feuchtigkeit dampft jetzt langsam aus, kann nicht wirklich entweichen und somit wird die Rinde dann etwas aufgeweicht. Und die Rinde ist dann so, wie man es aus der Bäckerei kennt. So, schönen guten Morgen. So, es ist jetzt gut auf 9 Stunden später. Und backen unser Brötchen mal aus. Die Kruste ist immer noch da. Natürlich. Jetzt machen wir das Wichtigste. Das Spannendste unseren Anschnitt. So, das schaut doch nicht zu viel aus. Wunderschön fluffig. Und jetzt das Wichtigste. Ja, Fischlachs ist. Und genau, deshalb macht man. Familienfreizeit.